Soundcheck. Grüezi. Hört man ihn? Vielleicht sollten wir ein bisschen leiser auch mal reden, ne? Könnte man jetzt noch was hören? Ja, wenn man hier so flüstert. Ja, aber deine hängt auch echt tief, ne? Aber vielleicht... deine hängt genauso tief, Alter. Vielleicht musst du das mal ein bisschen höher spannen. So. Warte mal, ich mach mal höher. Vielleicht so in die Richtung, weißt du? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen hochfalten hier so. Lass uns doch mal erstmal gucken, einmal, jetzt, ob das Das funktioniert. ist ja auch geil schon. Herzlich willkommen. Das ist ein neues Video. Felix ist auch dabei. Neues Video mit hier, ne? Mikro. Oh ja, stimmt. Das erste Mal richtig, dass wir uns hier ausgestattet haben. Ich hoffe, man versteht uns auch gut, wenn man auch mal hier in die andere Richtung spricht, so, weißt du? Ja. Jetzt. Glasklar, mit den Boyers. Alter, die Boyers sind jetzt hier am Start. Sie machen für uns ein bisschen Arbeit, aber helfen uns nicht am Bus jetzt hier, ne? Wir beide wollen jetzt... Was ist, wenn wir die Kiste abstellen, Ja. filmen lassen und arbeiten tun? Wir bauen hier mal so ein Stativ auf irgendwie und dann reißen wir... Ja, ihr habt ja letzte Woche sicher gesehen, hier wie wir hier an der Tür die Kante hier vorne umgelegt haben. Ich weiß ja immer noch nicht, ob der Alumann hier gerne noch ein bisschen Glätte reingebracht hat, aber wir haben uns jetzt entschieden, wir müssen es auch zu Ende bringen irgendwie, ne? Also anfängst, ne? Musst du auch zu Ende bringen, ja. Deswegen stellen wir euch jetzt einfach auf, so ein bisschen da an die Werkbank, bauen die Tür wieder aus, ne? Und da lebt ein Talk am Blech, Alter. Der Blechtalk hier. Und dann wollen wir hier gleich mal weiter, dann kommt der Blechspatz hier wieder zum Einsatz und so, ne? Gut, Leute, ich stelle euch ab. Warte. Ja, wir müssen mal kurz gucken. Schlecht. Ach so, stimmt. Ja. Warte mal, wenn ich den jetzt hier so hinstelle. Aber wenn wir jetzt hier so auf der Höhe dengeln, so ungefähr Ja, hier warte dengeln, mal, das ist nicht ganz so geil. Gehen wir hier eine Etappe höher. da klappt er gleich weg, oder nicht? Ja, klappt weg, Alter. Riech dir das Stativ mal Magge, aus. so ist das echt gar nicht so schlimm, ey. Lass uns mal die Tür erstmal rausreißen einmal, ne? Lass sie rausreißen. Gut, die Schraub, du hältst. Ja, sauber. Wer sich hier nicht mit Material auskennt, ne, macht die Arbeit, die... Naja. Ja, Junge, man fühlt sich aber auch richtig so, als ob einer zuhört mit dem Mikrofon. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, gut, aber man kann sich da mal ja reinfuchsen, so, ob das schockt oder nicht. Kriegen wir gleich Blechwerbung auf Instagram. Ja, das ist auf jeden Fall wie ein Podcast jetzt irgendwie so, ne? Real Talk am Blech jetzt, Alter. Ja, könntest du auch einfach das Bild ausschalten und hier ein bisschen tüdeln. Ja, reiß mal raus. Ja. Wenn du Baumstämme tragen kannst, kannst du auch Türen tragen. Ja, genau. Aber fängt mal Felix, wieder ich an. glaube, bevor wir hier gleich die Kante fertig umlegen, muss ich hier noch mal ein bisschen Schleifarbeit leisten. Ja, mach doch. Ja, ne? Sollen wir das Ding wieder an die Ecken hier, oder? Ja. Oh, eck mal weg das Ding, ne? Dass wir den ein bisschen aus dem Bild kriegen. Ja, das steht da auch gut. Und guck mal, hier meine ich nämlich jetzt gerade. Hier ist ja jetzt quasi die Schweißnaht noch. Ah, kommt mal scharf hier. So, ne, dann müssen wir hier mal so ein bisschen diese Schweißnaht noch verschleifen. Weil wenn wir da gleich rumkrempeln, dann komme ich sonst nie wieder ran zum Verschleifen, ne? Aber wenn du ein halbes Werk machst, reicht ja, wenn du die Spur hier machst, ne? Genau, die Spur nur einmal, ne? Und dann können wir hier wirklich die ganze Front wieder... Die holen wir ran, ey. Aber da war auch ein Klemmer gerade irgendwie, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, ich schleife dann mal kurz mit Musik. Komm, für euch kurz Musik, bisschen Schliff hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir. Frage ist halt, ob man da mal ein bisschen mehr Zucht teilweise noch drauf haben soll, weißt du? Die ist noch viel zu weit raus. Wollt ihr auch mal von oben runter fluchten hier? Die ganze Zeit die gleiche Position ist doch auch scheiße, oder was? Ein paar Jahre am Blech braucht man, um einen Blick zu haben. Ja, jetzt hat er hier aber ein scharfes Bild wieder. So, pass mal auf, jetzt fluchtet ihr mal da. Da unten die... Ja, ihr versteht das nicht ganz, weil man das auf der Kamera nicht so sieht. Aber was ist, wenn wir jetzt hier was einklemmen, dass wir den ein Stück runtergeschoben kriegen, weißt du? Dass wir ein bisschen von oben mal raufhauen können. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob der viel runtergeschoben werden muss. Muss So, er ne? ja schon, wenn er hier mal fluchtest. Ja, ne? aber den kannst du nicht als Flucht nehmen hier. Der ist ja neu eingeschweißt. Weißt du, auf
den kannst du dich nicht verlassen. Der klappt hier nach da runter oder so. Der ist hier von der Kante auch zu tief. Also auf den kannst du dich nicht ganz verlassen, muss ich dir sagen. Naja, aber vielleicht so ein Gefühlslassen, weißt du? Ja, also Leute, das ist jetzt gerade unser Problem. Die den Kante müssen wir umlegen hier erstmal, weil guck mal, der blockt auch hier komplett gegen. Wir können ja gar nicht weiter runterarbeiten. Ach! Da ist, das Ja, ist hier, Mann. wenn wir den rumgelegt haben, dann... Denke mal, mach mal da einen Spatz. Ne, Specht. Ein Blechspecht. Das ist wahrscheinlich da auch echt kein weiches Blech oder so, ne? Nimm mal hier einen stärkeren Specht. Der muss dahinter, ne? Ja, guck mal, wir haben ein bisschen Probleme hier mit der Planung gehabt. Die müssen wir erstmal umbelegen hier. Der hier? Ja, der muss umgelegt werden. Weiter. Na, meinst du? Die Falte muss ein bisschen weiter raus haben. Der muss ja hier hinterkommen. Aber Und jetzt muss der Specht... Wollen wir den nicht mal drüben angucken, wie der original aussieht? Ja, Leute, wir hauen hier mal weiter. Ich will ja auch nicht, dass ihr die ganze Zeit nur eine Sache seht hier. Das muss ja auch mal mehr passieren. Ich lege euch erstmal weg und dann sehen wir euch gleich wieder, ne? Also, ihr seht uns gleich wieder. Wir haben nächsten Tag, es soll weitergehen am Bus. Und ihr habt ja gestern mitgekriegt, wie wir hier diese Kante umgelegt haben und sowas. Was soll ich euch sagen? Es kann ja nicht immer alles gut laufen. Die Kante hier ist auf jeden Fall komplett verkackt. Das kann ich jetzt hier nochmal wieder aufknibbeln alles. Also ich bin froh, dass wir die jetzt noch nicht überall komplett rumgelegt haben. Ja, Ende vom Lied ist diese Kante hier. Die ist ungefähr 2,5 Zentimeter zu weit oben. Man sieht das hier auch schon. Die Front ist hier von seinem Hefter abgesprungen und sowas. Hier unten war so eine Delle. Und die Delle hat jetzt alles nach oben geschoben. Obwohl wir hier nach unten gemusst hätten. Guck mal, diese Kante, die war mal hier unten in der Ecke da drin. Ich muss mir jetzt irgendwas bauen, wo ich hier eine Mutter anhefte oder irgendwas, dass ich die ganze Front hier nochmal runtergezogen kriege. Aber ja, bevor ich da weitermache, ich denke mal, da warte ich. Sven wollte ja auch nochmal einmal eine Pizza mit mir essen und dann werde ich hier nochmal mit dem Profi da, mit seinem Aluhammer, ich mache das nochmal alles wieder auf, dass es auf dem letzten Stand ist und dann muss ich mit ihm da nochmal beigehen. Also würde ich gerne, sagen wir mal so, wie ich würde gerne mit ihm nochmal beigehen. Ich werde jetzt weitermachen und hier, ihr habt es ja schon mitgekriegt, ich habe hier die Nähte toll verputzt und so. Ich habe natürlich noch ein bisschen was nach. Die Naht muss hier noch komplett weg. Also da werde ich loslegen. Dann hier unten, das muss noch verschliffen werden und sowas. Und bevor hier jetzt irgendwas anderes passiert, mache ich das erstmal klar. Dann knibbel ich die Front hier alles wieder auf, dass das wieder lose hat. Und ja, Leute, dann sehen wir uns wieder. So, Kenner, pass mal auf. Ich habe jetzt hier oben mal das Blech mit Gripzangen einmal so reingezwingt schon mal. Ja, passt jetzt hier natürlich noch nicht ideal, aber das sollte man hinkriegen. Außerdem war ich gerade eben unterwegs und habe mir hier eine schöne Dose Lack anmixen lassen. Das ist jetzt genau dieses Wolkenweiß von hier oben, damit ich die A-Säule doch lackieren kann. Weil, ganz im Ernst, es ist mir doch ein bisschen Dorn im Auge, wie orange das da ist, ne? Ich werde das also alles ganz in Ruhe anpetten und dann einmal, ja, wie soll ich sagen, fertig machen. In weiß, in Wagenfarbe. Dafür muss ich noch ein bisschen schleifen. Hier unten, da kam ich bisher noch nicht so geil ran. Da muss ich noch mal ein bisschen schleifen. Genauso wie von hier innen. Jo, hallo. Genauso wie von innen muss ich noch ein bisschen schleifen, von daher ganz in Ruhe. Und da bin ich jetzt auch schon, wie will ich sagen, guck mal, ich habe hier Post gekriegt, so eine tollen Magazine hier. Ganz unerwartet hatte ich da einfach ein Paket in der Post. Hier ein Exzenterschleifer, ein tolles Teil, ein alter von Metabo, finde ich richtig cool. Hier sind sogar noch ein paar Pads dabei, Dreierstecker, ein paar Pfeilen. Dann gab es auch noch einen 20er Schlüssel tatsächlich. Also, Leute, mir fehlte hier genau der 20er, 1922, ne, da muss ich jetzt noch mal umschreiben, umbohren. Ich habe jetzt 20. Jetzt fehlt 21, sehe ich gerade. Naja, einer hat also ganz gespannt die Videos gesehen und der Junge heißt Nick Maggi. Also Nick Magi. So wie Magier, nur mit ohne R. So, ne? Also Magi. Ja, und echt vielen Dank, Nick, dass du hier den Kram vorbeigeschickt hast einfach. Da muss ich mal ganz in Ruhe durchblättern. Das finde ich hier, ja, ist doch geil. Also ich bin jetzt nicht so der T3-Mager. Guck mal hier, ey. Oh, Preise, Stand, Mann. Technische Daten und also sowas finde ich natürlich
wirklich klasse, ne? Der Aufkleber, der müsste doch eigentlich rauf bei mir auf dem Bus, ne? Aber das überlege ich mir. Wahrscheinlich bleibt das alles genauso da in dieser Mappe, wie es ist. Ich lege jetzt hier weiter los, ne? Wir haben einmal die Tore komplett aufgerissen, einmal durchlüften. Hier war irgendwie eine scheiß Luft drin. Man muss auch mal lüften. Ja, also es kann weitergehen, Leute. Bis gleich. So Leute, ich habe viel geschafft. Guck mal hier, die ganzen Bleche vorbereitet fürs Einschweißen, ne? Dass das jetzt hier alles schön blank ist und so. Dieses Blech auch, beide Seiten toll gemacht. Ja, ich glaube, hier gehe ich auch nochmal rüber und grundiere das. Genauso wie das nachher auch einmal schön alles von innen grundieren. Da kommt man ja sonst nie wieder ran. Ja, außerdem habe ich mir hier so ein tolles Werkzeug gebaut, wie ihr vorhin schon sehen konntet. Das ist jetzt hier so geeignet, dass man das quasi eine Platte hinter die Front, eine Platte vor die Front und dann hier so festschrauben und dann kann ich die ganze Front runterziehen. Ich habe das von hinten mit dem Meißel schon mal wieder ein bisschen vorgeholt. Das hier jetzt, ja, aber es langt glaube ich noch nicht. Ich muss da wahrscheinlich noch mehr machen, dass ich den hier wirklich runterkriege irgendwie, ne? Tja, Leute, außerdem konnte ich es mir nicht nehmen lassen und habe hier die Front mal mit einem Scheinwerfer versehen, Lampenring, das passt alles total geil. VW-Zeichen mal rangeklippt wieder und ich muss sagen, jetzt sieht der Bus doch wieder richtig nach viel Auto aus, oder? Also geiler kann es doch mittlerweile kaum noch werden hier. Also ja, doch, ein paar Kleinigkeiten sind da noch. Auf jeden Fall, ne, müssen noch Sachen gemacht werden. Außerdem habe ich hier das Armaturenbrett mal genommen und das schon mal vorbereitet. Das liegt jetzt hier gerade nicht richtig drin, wie ihr seht. Das steht hier nur auf so einem Holzstück. Ich will da dran jetzt auch gar nicht großartig rumruckeln und machen und tun. Aber so fürs Erste sitzt das Armaturenbrett schon mal wieder drin. Ja, jetzt ist er hier natürlich gerade, na, ich ruckel's doch mal einmal. Eigentlich so passt das gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Hier, diese sind noch nicht ganz auf dem Kurs. Aber wenn man das ein bisschen biegt und drückt, kommen die dahin, wo sie hin sollen. Und jetzt mit dem originalen Armaturenbrett sieht das natürlich auch schon wieder ganz wild aus. Ich sehe jetzt hier gerade auf der Kamera, dass er hier immer noch zu tief ist. Also da muss er immer noch weiter raus. Ich werde mich darum kümmern. Keine Angst. Das ganze Armaturenbrett noch ein bisschen mehr. Aber ich will es gar nicht zu viel machen. Also ich will ja das alte Armaturenbrett auch erhalten mit diesen Patzern hier. Und das ist jetzt mir passiert beim Raustreiben. Da war der Meißel ein bisschen zu scharf. Tja, aus Fehlern lernt man, sag ich immer, ne? Das ist nur auf diesem Holzstück abgestellt. Es könnte was werden. Aber da macht er noch einen ganz schön dollen Knick. Ich weiß nicht, ob ich mir nachher nur das Plastikteil hier, also das vordere Stück vom Armaturenbrett, doch lieber neu hole und dann das Blech umschraube, weil das alte Patina-Blech da oben, das will ich auf jeden Fall gerne behalten. Hier vorne könnte ich mich damit auch anfreunden, da was anderes zu nehmen. Dieses hier, was ich hier so von Ole habe, erstmal zum Anpassen und so, das ist ein T2A-Armaturenbrett aus Blech. Bei mir ist ja hier dieses Polster drauf und das möchte ich auch gerne so original wie möglich behalten, weil diese Baujahrsgeschichten, die finde ich schon immer interessant, wenn das alles so zusammengehört, wie es auch zusammengehört, ne? Ja, Leute, aber ansonsten läuft das hier, wie ihr seht. Auch den Kasten hier habe ich komplett einmal angeschliffen, alles. Einmal war hier noch ein bisschen Grundierung über, hab da ein bisschen, den Kasten nochmal mit angenebelt. War nicht genug Grundierung, da muss ich nochmal beigehen, aber als nächstes muss hier Sven gerne auftauchen, dass er mit mir hier die Front nochmal ein bisschen bearbeitet. Das hier final endlich rum. Hier oben die Dachkante muss hier immer noch ein bisschen raus, das sehe ich jetzt natürlich klar, wenn ich dieses Trägerblech ranmachen will dahinter. Also hier muss auch nochmal so ein bisschen was passieren, aber ich bin da ganz guter Dinge. Wir werden sehen. Leute, ich sag bis gleich.
Einen wunderschönen Tag, Leute. Ja, wir sind zurück hier am Bus und ich weiß gar nicht genau, womit ich jetzt anfangen soll, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich glaube, ich habe euch gar nicht wirklich erzählt, dass die A-Säule ja hier toll weiß lackiert ist. Ich hoffe, euch gefällt. Schreibt gerne mal in die Kommentare oder ob ihr es in Orange besser fandet. Aber ich muss sagen, ich soll da nachher immer raufgucken, wenn ich fahre. Und ja, finde es so einfach stimmiger. Jetzt kann ich euch sagen, wir haben hier ordentlich weitergemacht am Bus. Der lange Sven war wieder da und hat mit seinem Aluhammer und seiner Fachkompetenz hier ordentlich mit mir weitergemacht. Wir haben hier auf dem Dach rumgehauen, wie verrückt. Wieder mit Brenner und sowas einen Punkt gesetzt. Haben hier den Scheibenrahmen fixiert. Und ich muss euch sagen, ja, es gibt das erste Mal so wirklich Probleme. Bisher lief das alles ja gar nicht so schlecht. Klar, war viel Arbeit, war auch mal hier und da vielleicht nicht ganz so cool. Aber jetzt gerade bin ich das erste Mal oder sind wir das erste Mal an einem Punkt, wo wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht, wie man weiterzumachen hat. Vorher wusste ich immer, ja gut, dann kann ich als nächstes das machen. Aber jetzt sind gerade wirklich die Probleme, dass das hier nicht passt mit der Scheibe. Die Front ist an dieser Stelle zu hoch. Die muss komplett runter. Da habe ich hier mein Werkzeug in Action gekriegt, dass man das hier runterzieht. Also ja, jetzt ist halt als nächstes die Frage, wirklich mal mit Brenner und irgendwo so Punkte, richtige Schrumpfpunkte zu setzen. Aber das geht nicht mehr mit unserem kleinen, doofen Kartuschenbrenner. Damit wirst du einfach nichts. Wir müssen jetzt mal so ein richtiges Acetylen-Sauerstoffgeschirr hier haben, dass wir ja mal richtig schnell Wärme reinbringen, runterkühlen. Auch hier die Dachkante. Mal gucken, ob man das raufkriegt. Aber ja, man könnte es vielleicht sehen. Ja, man sieht das, ne? Seht ihr, wie das sich hier in dem Bereich so runter reindreht? Das sieht jetzt alles natürlich gut passend aus und so. Aber ehrlich gesagt, fehlen uns hier 5 mm bis fast 1 Zentimeter, dass die Frontscheibe vernünftig reinpasst. Und momentan würde die Frontscheibe einfach nicht ins Auto passen. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder viele Kommentare von wegen, ihr hättet doch einfach die Front rausschneiden können, wäre schon alles lange fertig gewesen. Und ihr habt recht, es wäre schon lange fertig gewesen. Aber sei mal ehrlich, es sieht schon geil aus, oder? Also ich finde, die Front sieht schon geil aus. Wenn das jetzt auch noch passt am Ende, dann bin ich auch glücklich. Ich sehe jetzt als erstes, also das erste Mal wirklich schwarz. Die ganze Zeit war der Plan, zum 1.4. wieder fahren zu können. Die Karre ist noch angemeldet. Da ist TÜV drauf. Also wenn das zum 1.4. alles zusammengebaut ist, ist das Saisonkennzeichen wieder gültig und ich kann losfahren. Und nach wie vor ist es auch der Plan. Ja, an der Front kommen wir jetzt also nicht weiter. Es ist frustrierend. Es gibt aber hoffentlich Chancen, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie wir die Front in diesem Bereich hier weiter runterkriegen. Hier ist halt einfach richtig viel Spannung drauf. Vielleicht irgendwo einen Schnitt zu setzen oder sonst irgendwas. Ich bin mittlerweile für alle Optionen zu haben. Hauptsache, ich kriege da nachher irgendwie eine Frontscheibe rein. Der Rest ist mir eigentlich mittlerweile relativ latte, weil die Optik gefällt mir. Und wenn jetzt hier noch irgendwo ein Schnitt rein muss, ist es okay, bin ich fein damit. Diese Kante, bin ich der Meinung, müsste unten in der Kehle sitzen. Aber die werde ich dann nie wieder hinkriegen und dann müssen wir halt jetzt irgendwo versuchen, das Blech ist zu lang und das Blech ist irgendwo, staucht sich das. Wir müssen versuchen, die Front irgendwie dahin zu kriegen. Ich lege mal nochmal die Frontscheibe einmal rein, wartet mal kurz, vielleicht kann ich euch hier so abstellen, falls sie runterfällt, dass das spannend bleibt für euch. Ja, wir gucken mal, wie gut das klappt hier. So, die Frontscheibe hier hin, da rein, Speziale, Originale. So, und jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. Ja, jetzt kann man schon sehen, hier ist eine Delle immer noch nach wie vor. Hier ist auch viel Spalt, hier kriege ich einen Finger zwischen. Auf der Seite, ja, fehlt uns 1 Zentimeter halt einfach, da kriege ich keinen Finger zwischen. Ist dem geschuldet, dass die Front, hier steht sie drauf, hier ist sie frei, hier steht sie einfach drauf, hier muss die Front runter. Puh, echt schwierig. Vielleicht muss die Front hier auch nicht runter, sondern muss hier alles hoch. Also echt schwierig, echt schwierig. Echt frustrierend auch. Keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen ratlos auch an dieser Stelle. Ja, jetzt sieht man auch genauso, wenn man hier von hinten mal hinter guckt, wie die Scheibe hier schön eigentlich lang läuft die ganze Zeit. Naja, hier macht sie eigentlich auch schon ein bisschen Luft auf. Ja, ab hier liegt sie nah dran, hier liegt sie stramm dran und ab hier geht es wieder auf und hier geht die Scheibe richtig aus dem Kurs. Seht ihr das? Na, guck mal da, wie weit. Tja, also schon noch ein härteres Projekt und ich will dem langen Sven natürlich auch nicht die ganze Zeit, ja, auf den Sack gehen und sagen hier und
und auch seine Zeit rauben. Also ich kann euch echt nicht sagen, wie und wann das hier alles mit dem Bus weitergeht. Fakt ist nur, dass ich hier jetzt alleine erstmal nicht weiterkomme. Klar ist auch, dass ich aber einfach andere Sachen regeln werde, wie zwischendurch schon mal das Armaturenbrett. Das Gaspedal könnte ich vielleicht schon mal einbauen. Ich könnte mich da um das Rohr oder sowas kümmern. Und ich könnte mich hier hinten um die Geschichte kümmern. Da wisst ihr ja, ist noch ein Projekt offen und auf der Seite bin ich auch schon fertig. Der ein oder andere erkennt das vielleicht. Ich muss jetzt also drüben die andere Seite noch umbauen. Achtung, hier einmal durch. Ja, hier könnte ich jetzt nochmal schrauben, aber hier ist halt auch echt wenig Platz. Ne? Vielleicht lasse ich es auch einfach. Dann könnte ich auf dieser Seite nochmal den ganzen Reifen umbauen, dass ich das hier einfach schon mal fertig habe, weil das ist ja hier noch, da ist es ja so, wie es nicht bleiben soll. Außerdem müssen wir jetzt hier ein bisschen Platz und klar Schiff kriegen, weil der Karmann weg soll. Guck mal, wie das hier alles aussieht. Der Karmann er will uns verlassen, denke ich. Also er ist wohl verkauft und dieses Auto muss jetzt also raus. Das heißt, die beiden Autos müssen hier weg. Der Käfer steht hier natürlich auch. Leute, deswegen, ich werde jetzt hier irgendwie erstmal loslegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir haben es geschafft. Ich will euch an erster Stelle einmal ein bisschen erinnern, es sind Tassen im Shop. Ich würde mich doch sehr freuen, wenn der eine oder andere sich da eine bestellt und seinen Kaffee daraus genießen mag. Also Leute, wenn ihr irgendwie Bock habt, das Ganze zu supporten und überhaupt gerne so eine Tasse besitzen wolltet, dann geht einmal rein in den Shop und bestellt euch so ein Modell gerne. Die sind echt hochwertig bedruckt und so. Jetzt sind die im Shop nur noch für, ja, nicht allzu lange Zeit zu bestellen. Ja, was wir hier heute so gemacht haben, habt ihr vielleicht so ein bisschen am Rande gesehen. Wir haben die Autos groß umgepuzzelt. Der Karmann steht jetzt hier vorne direkt vor der Tür. Diese Kommoden, die da ja eigentlich bei uns in die Wohnung sollen, die steht nun hier an der Wand. Die ganzen Sachen von Jascha, die da lagen, habe ich einen weitergepackt, da er hier morgen wirklich ankommt und seinen Kram abholt. Da wird hier auch viel Werkzeug leider schwinden. Unser guter Wagenheber wird uns hier verlassen. Das ist ja auch nicht unser. Jochen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich auch, ne, für die Dauerleihgabe. Der hat bei uns echt tolle Dienste gemacht und uns viele geile Autos hier zusammengeschraubt tatsächlich. Ja, da müssen wir in Zukunft mal nach einem neuen suchen. Falls ihr da eine geile Idee habt, wo es wirklich qualitativ hochwertige Wagenheber gibt, die hier vorne auch eine flache Auffahrt haben für tiefe Autos, sagt gerne Bescheid so, ne? Ja, außerdem habe ich hier mit Jasko vorhin schön diese Lichtpaneele unter das Dach geballert. Ja, unter die Decke eher, ne? Dass wir unsere Werkbank jetzt richtig schön beleuchtet haben. Alter, ich finde das so geil.
geil. Also das ist jetzt so warm weißes Licht, richtig schön. Vorher war ja die ganze Zeit der Strahler von der Seite darunter und hat einfach nur geblendet so und auf der anderen Seite war immer Schatten und sowas. Jetzt kommt das Licht richtig schön von oben. Ich bin richtig happy und an dieser Stelle mal danke an denjenigen, der diese Lampen hier vorbeigeschickt hat. Ich denke mal, sein Sinn war mehr, dass ich die hier so einbaue zum Film, dass ihr ein tolles Bild habt, aber wir haben jetzt 2 von diesen Paneelen unter das Dach geschraubt. Ein Karton habe ich davon noch stehen. Da bin ich auch ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Was würdet ihr sagen, wo ist am sinnvollsten? Ich war am Überlegen, quasi hier eine unter die Decke zu schrauben und eine noch so vorne beim Tor in der Nähe unter die Decke zu schrauben, sodass so Fahrzeugende und Fahrzeuganfang immer schön ausgeleuchtet ist. Sagt gerne mal, wo ihr die am sinnvollsten finden würdet. Ja, ansonsten habe ich am Bus jetzt noch normal mit euch vorgehabt, ja hinten das umzubauen, das Ganze, mit dieser Radnabengeschichte und sonst irgendwas, aber da müsst ihr euch auf das nächste Video gedulden. Das kommt noch nicht ganz nächste Woche. Da haben wir nämlich ein Video für euch, was schon lange in Arbeit ist, um diesen Käfer hier, da ist wieder viel passiert und ich freue mich schon ganz doll, euch zu berichten. Ja, Leute, was habe ich hier noch gemacht? Guck mal, diesen Tisch, ne, das hatte ich schon lange im Kopf, da standen so Motorenteile unten drin, total unpraktisch. Jetzt habe ich den hier ausgestattet, schön mit so ein bisschen Werkzeug, was ich immer so für Karosseriearbeiten und Blecharbeiten benötige. Hier so ein paar Geschichten halt, so Dörner und sowas, ne. Also all das wenige, was ich so für Karosseriearbeiten habe ich jetzt in diese beiden Schubladen reingepackt und jetzt habe ich hier so eine rollbare Werkbank, die ich mir immer mit ans Auto fahren kann. Hier habe ich noch den Schraubstock stehen gehabt, den habe ich hier toll rangespackst. Und dieser alte Ikea-Tisch macht bisher einen ganz stabilen Eindruck. Wir gucken mal, wie weit wir da noch kommen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was aufzuräumen an der Werkbank, aber ich schaff's heute nicht mehr. Ich bin fertig, Alter. Es war ein langer Tag. Dieses ganze Umparken, hier aufräumen, jede Ecke ausfegen und sowas. Das bedarf nun auch echt Energie und Zeit. Ja, wir haben noch was getan, Leute. Wir haben eine Anlage aufgebaut. Wir haben jetzt hier, der steht noch nicht richtig fest, aber da oben in der Ecke steht unser neuer Verstärker, den ich da von meinem Arbeitskollegen bekommen habe. Und hier haben wir die Lautsprecher angebaut und zwar so drehbar, dass wir uns jetzt den Lautsprecher auch in die andere Richtung von der Halle drehen können und hinten die Halle beschallen können. Total geil. Die Anlage macht jetzt richtig Wumms. Man hat jetzt hier geilen Sound beim Schrauben. Ist auch wichtig. Ja, und was wir noch geregelt haben hier nebenbei, wir haben hier unten so eine kleine Garage eingebaut, weil da unten der Werkbank so viel, ja, ungenutzter Platz war, haben wir nun hier das Schweißgerät stehen. Das können wir jetzt hier packen und rausfahren. Vielleicht am besten am Griff, so, ne? Daneben steht der Kompressor. Den wollen wir jetzt noch richtig schön mit dem Schalter versehen und sonst irgendwas. Vorher stand der Kompressor ja immer da vorne in der Ecke. Das war total nervig, wenn der Schlauch hier immer durch den ganzen Eingangsbereich und alles. Jetzt steht das hier schön zentral von der Werkbank. Richtig happy. Und ja, das war's dann aber auch. Also mehr richtig große Innovationen haben wir dann auch nicht gestartet. Was noch richtig geil war, ich habe den Teppich wirklich komplett richtig ausgesaugt. Das hat so gekrümelt, aber jetzt ist der schön sauber. Das war nach dem ganzen, ja, was wir da am Käfer fabriziert haben, echt wichtig. Ich würde mich freuen, wenn ihr es auch nächsten Montag auf den Kanal schafft. Das Ganze vielleicht ein bisschen verbreitet. Vielleicht habt ihr einen Schrauberkumpel oder einen Bekannten, wo ihr denkt, das ist hier ja genau sein Content, das zeige ich dem mal besser. Macht das gerne. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich mache jetzt hier für heute Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich hoffe, wir kriegen hier am Bus was gelöst, dass da demnächst auch ein neues Video losgeht. Also ich bin, was das Ganze angeht, hier schon gut frustriert gerade. Egal, Video ist lang genug. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, macht's gut, bis dahin. Ciao.